Seit 2004 baut das kalifornische Unternehmen Actioncams und ist Begründer, ja, eigentlich dieser Kameraklasse. Jetzt, viele Jahre später, sind wir bei der Version 10 der GoPro angekommen. Und die Erwartungen waren hoch, zumindest bei mir. Vielleicht ein neuer Sensor mit 1 Zoll, eine bessere Stabilisierung, ein schnellerer Prozessor, manchmal hat es ja gehakt. Ja, in diesem Video gebe ich euch einen Ersteindruck zur Hero 10. Nicht nur für Motorradfahrer. Wie gut ist der Akku? Das interessiert mich. Was bringt der neue Prozessor der GP2 und wie ist die Bildqualität im Vergleich zur Hero 9? Los geht's! So sieht die Verpackung aus. Es hat sich eigentlich kaum was geändert. Also zumindest äußerlich. Jetzt schauen wir mal und gucken uns das Ganze mal an. Auch in Sachen Verpackung ist es so wie beim Vormodell, wie bei der 9er. Nämlich, ja, man hat nicht mehr dieses Plastikding, upsie, sondern so eine schöne Tasche, wo man alles einpacken kann. Und da schaue ich auch jetzt mal rein. Das Unboxing machen wir schnell, was da alles drin ist. Okay, hier oben. Also nicht viel, ist ja eigentlich auch selbsterklärend. So, dann hier die GoPro 10. Noch schön verklebt, außen mit so einem Pappteil oder Papierteil. Ganz toll in Sachen Nachhaltigkeit. Das Material hier aus der Box ist alles aus recycelter Pappe. Kein Kunststoff, finde ich super. Gut, dann aufreißen. Da ist sie. Es hat sich rein gar nichts äußerlich am Gehäuse geändert. Die GoPro Hero 10 ist 1:1 in dem Gehäuse der GoPro Hero 9. Das einzige, was sich geändert hat, hier an der Seite die 10, diesmal in Blau und vorne das GoPro auch in Blau. Daran erkennt man, dass es eine 10er Version ist. Dann haben wir ein USB-C Ladekabel, die klassische Befestigung für die GoPro, für den Mount und ein Pad von 3M zum Befestigen. Das war's schon, also viel ist da nicht dran. Was mich jetzt natürlich brennend interessiert, klar, hier, was wir noch haben, ein Akku natürlich. Was mich brennend interessiert, ist der GP2-Prozessor wirklich schneller. Manchmal hat es nämlich in den Menüs ein bisschen gehakt, ja, also kann man gut scrollen. Außerdem interessiert mich, beziehungsweise gibt es noch eine andere Neuigkeit hier, wenn wir das mal abziehen von der Frontlinse. Die Frontlinse hat eine ganz besondere Beschichtung. Und zwar soll diese Beschichtung ja so nanomäßig sein und Wasserperlen oder Wasser auf der Linse vertreiben und auch etwas widerstandsfähiger sein. Dann will ich doch mal sehen, ob man beim GP2-Prozessor schon in der Bedienung eine Änderung zur Hero 9 ersehen kann. Da gab es nämlich zwei Geschichten, wo man gemerkt hat, dass der alte Prozessor ein bisschen schwach auf der Brust wurde, nämlich zum einen im vorderen Display. Wenn ihr euch selber gefilmt habt, hat man gesehen, dass das Bild ein bisschen stottert hin und wieder. Und hinten die Bedienung am großen Touchscreen, das war nicht immer ganz so flüssig. Schauen wir mal, Akku rein, die Kamera ist angeschaltet. Dann gucken wir doch mal nach rechts wischen, Foto, Video. Das funktioniert. Runterwischen, um ins Menü zu kommen. Nach rechts, Einstellungen. Ja, also da ruckelt nichts. Das ist absolut schnell. Schaut hier. Da kann man gar nichts sagen. Wunderbar. Dann gucken wir doch mal. Wir stellen mal schnell ein. Na? So. Nicht Foto weit, sondern Video. Genau. 5,3K 60 Frames und drücken mal auf Aufnahme. So, und ich gucke jetzt mal hier im vorderen Display. Ihr seht, vielleicht minimale Latenz, aber deutlich besser als bei der GoPro Hero 9. Kommen wir noch mal ganz zum Schluss zum Media-Mod. Ich habe mir den nochmal bestellt, weil ich dachte, vielleicht hat der ja doch irgendwelche Neuheiten im Vergleich zur alten Hero 9.
Aber wenn wir uns den anschauen, 1:1 das gleiche Modell. Hier können wir den Mikrofonpropsel mal rausnehmen, wie bei der Hero 10 und das zeigt ja auch der Karton. Ich brauche das Ding, Motovlogger brauchen das Ding immer, überhaupt keine Frage, aber die Politik gefällt mir gar nicht. Kann nicht so schwer sein für GoPro, da noch eine Klinkenbuchse oder den USB-C-Anschluss so zu schalten, dass man da ein Mikrofon ranmachen kann. Nochmal 89 € zahlen für das Ding. Ja gut, es hat oben nochmal einen Blitzschuh, aber gefällt mir nicht. Der neue GP2-Prozessor sorgt für doppelt so schnelle Bildraten als bei der Hero 9. Konkret 5,3K-Video mit 60 Bildern pro Sekunde oder 4K-Video mit 120 Bildern und auch wirklich ein ganz super Wert 2,7K-Video mit ganzen 240 Bildern pro Sekunde. Da kann man mit dem kleinen Ding echt top Zeitlupen machen. Ja, dann gibt es den verbesserten Hypersmooth 4.0, also die Videostabilisierung, die bei der Hero 9 auf 3.0 war und eine höhere Fotoauflösung mit 23 Megapixeln. Vorher waren das, ich glaube, 20 Megapixel. Ja. Der Akku, der liefert weiterhin 1720 mAh. Das ist also auch gleich geblieben. Ebenso die Wasserdichtheit, die liegt bei 10 Metern. Toll für alle Käufer. Zubehör wie Akku oder der Media Mod zum Beispiel können vom Vorgänger Hero weiter verwendet werden. Also das sieht man halt auch hier nicht. Da steht Hero 9 drauf und dann haben sie hier einen Aufkleber gemacht für die 10. Ja, kommen wir zum Preis und da waren so einige ganz schön geschockt, denn der liegt bei stolzen 579,98 €. Ja, einen Trick gibt es mit dem GoPro-Abo, das ihr für 49 € im Jahr bekommt, verringert sich der Preis auf 429,98 € und das finde ich dann für die Kamera schon ja, deutlich angemessener. Tja, mein erster Versuch mit der Hero 10 ist übrigens in die Hose gegangen. Ja, die Hero 10, ich habe sie im Innenraum getestet und die wurde so heiß, dass sie sich einfach abgeschaltet hat. Und hier an der Unterseite habe ich mir fast die Finger verbrannt. Ja, das ist aber ähnlich auch so bei der Hero 9. Die Kameras brauchen halt einfach ein wenig Wind und Bewegung und dann passt das auch. Ja, also zweiter Test. Draußen bei ca. 13 Grad Celsius. Beide Kameras hatten nagelneue Akkus, die dreimal geladen wurden. Die Einstellungen 4K bei 60 Frames und die Frontdisplays und das Backdisplay hatte ich ausgeschaltet. Los geht's! Links läuft jetzt also die Hero 10 und rechts die 9er. Wer wird da jetzt hier gewinnen? Ja, das Ergebnis, die Hero 10 hat 1 Stunde und 3 aufgenommen, die Hero 9 lag bei 1 Stunde und 9 Minuten. Allerdings muss man dazu sagen, die Hero 9 hatte noch ca. 7% Akkuleistung und die 10er 12%. Warum das so ist, warum die vorher abgeschaltet haben, an der Hitze kann es nicht liegen, weiß ich nicht ganz genau. Und wir fangen mal an mit so einem Standardding 4K 60 Frames in der weiten Einstellung. Ohne Horizontausgleich. Mal sehen, was da geht. Das jetzt also die 4K 60 Frames weit. Beide Kameras im Boost-Modus. Das ist so ein Bildausschnitt. Ja, der ist eigentlich eine schöne Kombination. Nicht zu viel Horizont, nicht so viel Biegung wie bei Superview, aber man sieht trotzdem auch noch das Cockpit. Das ist eine ganz gute Geschichte. Was wir jetzt mal machen in dieser Einstellung, da ist es mehr oder weniger egal. Ich werde jetzt mal wie so ein Bekloppto mit dem Helm durch die Gegend rennen, um euch mal zu zeigen, wie so der Unterschied ist zwischen Hypersmooth 3.0 bei der Hero 9 und Hypersmooth, auch eine schöne Wortschöpfung, und Hypersmooth 4.0 bei der Hero 10. Hier übrigens der schöne Berliner Wannsee mit seinen Ausflugsdampfern im Herbst 2021. Ja, bald ist hier Saisonende.
Okay, jetzt mache ich mich hier zum Nappel. Die gucken schon, da läuft einer mit dem Helm und 2 Kameras. Das ist mir egal. Wir drehen die übrigens mal ein bisschen höher. So. Okay, also ich renne. Ich jogge. Ihr müsstet es jetzt auf der Insta, ich schalte mal um, sehen. Hallöchen. Wie ich jogge und den schweren Helm, 1200 Gramm, das ist eigentlich ganz leicht, aber mit den beiden Kameras auf der Birne habe. So, jetzt mal ein bisschen schneller. Die müssen auch denken, ich bin irgendein Gangster, der wegrennt. So, also, so ist das mit dem Hypersmooth 3.0 und 4.0. Nächste Einstellung. Hier eine schöne Einstellung auch fürs Motovloggen oder fürs Mountainbiking ist die Superview. Also ein richtig schöner Weitwinkel. Und da die Kameras da ein bisschen begrenzt sind, ging das bisher bei der GoPro Hero 9 nur mit 30 Frames. Bei der Hero 10 haben wir jetzt die 60 Frames. Ihr könnt eigentlich immer davon ausgehen, dass wir eine Verdopplung haben. Gucken wir uns das an. Okay, jetzt schauen wir mal, wie das Bild aussieht. Linear, 60 Frames. Das schafft dann übrigens auch die Hero 9 bei der Horizontausrichtung. Die ist ja eigentlich eine ganz tolle Sache, wobei ich sie bei der 9er selten benutzt habe. Denn ganz oft hatte ich Wackler drin. Da ist das Bild eben nicht sanft ausgeglichen, sondern es ist gesprungen. Mal sehen, ob das jetzt auch noch mit der Hero 9 passiert, denn da sind ja einige Firmware-Updates zwischendurch da gewesen und wie das die 10er macht. Also wir bewegen uns, ich mache mal kurz den Helm ein bisschen zu, wir bewegen uns bei 4K 60 Frames, Objektiv ist linear, also nicht so weitwinklig und dazu gehört ein zweiter Teil an Beklopptheit, nämlich nicht mit dem Helm an einem See wie ein Bekloppter durch die Gegend zu rennen, sondern den Kopf wie ein ebenfalls etwas bekloppter Mensch rechts und links zu drehen. Und jetzt seht ihr auf der rechten Seite die Horizontausrichtung der Hero 10 und wie immer auf der linken Seite die Hero 9. Wir machen noch einmal die Kopfdrehübung. Kopf nach rechts, Kopf nach links. Aufpassen, Bus. Kopf nach rechts, Kopf nach links. So, jetzt gucken wir mal. Die höchste Framerate bei der Hero 10 240 Frames, bei der Hero 9 120 Frames, das Ganze mit 2,7K und das Objektiv ist auf weit eingestellt. So, und von den Aufnahmen werde ich dann mal sehen, dass ich da eine Slow-Mo machen kann. Ja, wie weit kommt man in der Postproduktion mit 120 Frames runter in die Slow-Mo, dass das Bild noch flüssig ist und wie weit mit 240 und wie ist die Qualität Hero 9 zu Hero 10? Das werde ich mir gleich mal auf dem Rechner anschauen und dann 2 schöne Slow-Mos erstellen. Eine ganz schöne Geschichte, die mir noch aufgefallen ist, ist das Anschauen der Medien. Ich mache es immer generell so, wenn ich was aufnehme, bin draußen,
will die GoPro aktivieren, dann nehme ich mal so 15 Sekunden auf und schaue, ob der Ton stimmt und das Bild. Heißt also, ich gehe in das Menü Medien ansehen und bei Superview-Aufnahmen oder besonders hohen Aufnahmebereichen, also was die Framerate angeht, muss ich das Medium erstmal runterladen. Das dauert dann 2-3 Minuten. Hier bei der GoPro Hero 10 geht das on time. Das heißt, ihr müsst das Medium nicht mehr runterladen, ihr könnt es direkt über die GoPro schauen. Finde ich gut, wenn man damit oft arbeitet, Fahrberichte macht und so weiter und so fort, ist das eine Zeitersparnis. Man muss halt nicht warten und dann erst das Zeugs runterladen und dann gucken und wieder. Nee, einfach anschauen, alles okay, Record drücken und fertig. Ich werde die Hero 10 künftig für Bike for Fun einsetzen. Sie ist eine super durchdachte und ja, sehr gute Actioncam. Dennoch bin ich etwas enttäuscht über die 10er Version. Ja, ich hatte überlegt oder mir gewünscht, einen 1-Zell-Sensor. Den hätte ich mir gewünscht im Vergleich zur 9er. Ja, und bessere Akkulaufzeit und vielleicht auch mal einen Audioanschluss, ohne dass man sich wieder für 90 € hier den Mediamod kaufen muss. Ja, sicher, die GoPro Hero 10 ist die beste GoPro des Herstellers. Der neue GP2-Prozessor überzeugt. Bildraten von 120 Frames bei 4K sind echt beeindruckend und das ohnehin tolle GoPro-System, ja, das ist schon klasse, aber an wirklichen Innovationen fehlt es ihr leider etwas.